Hallo, mein Name ist Dominique und ich liebe und lebe den 50-Style. Schön, dass ihr da seid, um euch das heute anzugucken. Kommt mit! Man sieht es direkt, also die Einrichtung ist so ein bisschen zusammengestückelt aus original 50er Jahre Dingen und Sachen, die eben eher so im Vintage-Style gehalten sind. Manche habe ich ein bisschen restauriert selber bzw. verändert, wie hier den Sekretär. Und was mittlerweile ganz oft vorkommt, ist, dass Leute mich anrufen und sagen, hey, ich räume hier gerade die Wohnung, das Haus aus von meiner Mama, von meiner Oma und ich habe hier Sachen, willst du mal gucken? Und so passiert ist das ist natürlich in der Mädchenwohnung besonders wichtig, mit diesem Schuhschrank. Das ist ein echtes Schmuckstück, man sieht so ein bisschen. Und das ist Mojo, mein Mitbewohner, ne? Hi. Ja, es passen nicht ganz alle Schuhe rein, aber ja, die restlichen zeige ich euch dann nachher. Man sieht so ein bisschen diese Beschläge, die eben typisch sind, das Gold, muss man gucken, dann die unterschiedlichen Holztöne und die Form ist natürlich besonders, also es ist sehr gerade gehalten, aber so ein bisschen trapezförmig und es passt jede Menge rein. Super ist, dass diese Möbel halt auch wirklich langlebig sind. Ja, also Musik ist ein wesentliches Thema und es gibt natürlich ein paar Größen aus den 50ern. Es waren starke Persönlichkeiten und es war eine Zeit, in der viel Umbruch auch stattgefunden hat. Ja, es war eigentlich auch ein früher Kampf gegen den Rassismus in den USA, weil es eben auch viele schwarze Musiker gab. Und das immer ein Thema war, irgendwie, wo dürfen die auftreten, wo dürfen die spielen. Das ist eine Musik, in der sich ganz, ganz vieles mischt und die einfach auch Spaß macht und gute Laune macht. Ich mag gerne, dass die Sachen greifbar sind. Natürlich sind sie auch irgendwie, es gehört so ein bisschen zum Style der Wohnung so. Ich mag auch mit diesen Weinkisten das Offene, dass man da eben reingucken kann und einfach sieht, ja, das ist so, es passt eben zum Kleidungsstil, es passt zu den Schuhen und es gehört so dahin. Und es ist zusätzlich, man kann es einfach austauschen oder umsortieren. Es ist so ein bisschen ein Farbklecks zusätzlich, den ich sehr gerne mag. Waren eigentlich Nachttischlämpchen. Auch aus den 50er Jahren, Originale. Das zweite habe ich tatsächlich am Bett stehen und dieses hier steht hier, weil es irgendwie ein ganz schönes Licht macht und sich ganz gut macht, auch mit dem Spiegel. Der Spiegel ist auch ein Original. Abgesehen davon, dass es praktische Sachen sind, ja, sind es einfach auch so kleine Meisterwerke, ne? Mit den Verzierungen und mit so Gold- und Silberbeschlägen zum Teil oder mit so Schraffierungen oder Gravierungen im Glas. Das finde ich einfach super. Sie ist eine unglaubliche Powerfrau gewesen und es wird oft so vereinfacht, ne? Sie war eine Sexbombe. Stimmt, aber sie hatte, glaube ich, auch wirklich was im Kopf, denn sie hat ihre eigene Produktionsfirma gegründet und hat das einfach mal so durchgezogen als Frau in der Zeit. Das finde ich, finde ich bemerkenswert. Der Boden hier auf der Treppe gehörte nicht zur Wohnung quasi und ich habe gedacht, so auf die Treppe passt das ganz gut. Da mischen sich so ein bisschen die Styles, weil das ist jetzt so mein intuitives Gefühl, das kann ich nicht wissenschaftlich belegen an dieser Stelle, aber das eine sind so diese Möbel, die man vielleicht auch eher so mit den 40er und 50er Jahren in Deutschland verbindet, wie eben das Schuhschränkchen oder die Nähmaschine.
Und das andere ist so ein bisschen dieser American Diner-Style, wo man auch diese Bonbonfarben herkennt oder so diese Chromfüße an Bänken und Tischen oder ja, wo man so Milchshakes und Petticoats ständig vor Augen hat. Und da gehört eben auch dieser Boden rein. Eine Wohnung muss für mich schon auch passen. Hier war es so, ich habe mir die Wohnung angeschaut und dachte, ja, die ist so gemütlich und ein bisschen verwinkelt und das passt irgendwie. Also die Wohnung hat was Individuelles und da passt mein Style, der eben auch individuell ist, gut rein. Wir gucken mal noch kurz ins Schlafzimmer. Ja, da sind wir im Badezimmer. So ein bisschen in diesem Türkis-Stil gehalten, der sich ja immer wieder findet. Hier einmal in den Weinkisten, die habe ich gestrichen. Dann haben wir noch hier diesen kleinen Retro-Wecker. Es finden sich immer so Einzelteile, wo man dann natürlich auch gucken kann, wo passen die gut hin. Ja, manchmal ist es eben das Badezimmer. Trotz, was ist das? Bahama Beige. Von hier aus nehme ich euch jetzt mit ins Büro. Das ist so das ultimative Raumwunder, weil, ja, hoppla, unter anderem die Plakate ihren Platz finden. Und oben sind die Bandplakate. Und man sieht es, die Regalböden hängen ein bisschen durch, aber sie brechen nicht. Ich behaupte, das schafft nicht jedes moderne Regal. Und man sieht es auch, die Tiefe von dem Schrank ist halt großartig, dieses Ding, ne? Und hier auf der anderen Seite, da ist quasi Betty Sues Schatztruhe. Betty Sue ist sozusagen mein alter Ego. Und ja, mit meiner Band bin ich unter dem Namen auf Tour. Und dafür braucht man vor allem jede Menge Klamotten. Dann gehen wir mal weiter in die Küche. Klein, aber fein. Man sieht schon, die Küche war schon in der Wohnung. Sie ist nicht so richtig 50-Style, aber ich wollte sie nicht komplett verändern. Deswegen habe ich so ein paar Stilelemente einfach mit reingenommen. Man sieht es hier so, die Geräte, die Farben, wieder die Bonbonfarben der Kaffeemaschine, der Wasserkocher. Da hat man wieder so ein bisschen diese Diner-Farben. Tja, das ist die Küche. Dann würde ich sagen, auf ins Wohnzimmer. Was sofort ins Auge fällt, ist hier mein Küchenbuffet. Ich habe es bekommen aus einer Haushaltsauflösung, allerdings im Originalzustand. Also ich habe es dann selber gestrichen. Und es hat insofern eine besondere Geschichte, dass als ich hier eingezogen bin, ich gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall eine Wohnung, wo dieses Küchenbuffet mit reinpasst. Es gibt so eine Stelle an der Treppe, die so ein bisschen schwierig war. Sprich, es war eigentlich alles schon in der Wohnung, bis auf den Schrank, der stand noch unten im Hof. Und mein Papa hat gesagt, oh, ob wir müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Und dann habe ich gesagt, Leute, 2 Möglichkeiten, entweder das Buffet hoch oder alles andere wieder runter. Genau, also das ist so mein Schmuckstück. Das war ein Flohmarktfund. Und man sieht es, heute werden so Punkte ganz oft aufgesetzt, aber die sind tatsächlich durchsichtig. Also die sind quasi ausgenommen und auch so ein bisschen eingekerbt. Also das sind wirklich Originale aus den 50ern.
Ich habe so einen Cocktailsessel gesucht, der so in diesem 50s-Design ist. Man sieht es ein bisschen an der Form, auch an den Füßen, die hier, also man sieht es, ne, das sind ganz gerade gearbeitete Rundholzstücke, die aber so leicht so nach außen gehen. Das ist eigentlich so der Klassiker. Im Original waren das 2 Sessel. Einer war so rot und einer war orange. Die waren sehr durchgesessen. Und ich habe sie nicht komplett neu gepolstert, aber ich habe sie neu bezogen. Das ist ein Tonmeisterradio, also ein Röhrenradio. Das stand bei meinen Großeltern im Wohnzimmer und es steht auch auf dem Originaltisch. Also das ist quasi das Gesamtensemble. Ich freue mich sehr, dass es jetzt hier bei mir steht. Ich höre auch Radio da drüber und ich finde, es hat einen besonderen Sound. Also es ist ganz anders, als wenn man über ein normales Radio eben Radio hört, denn es hat so einen warmen Klang. Ja, die Einrichtung ist das eine. Das andere sind natürlich die Klamotten. Und wie das aussehen kann, das zeige ich euch jetzt. Ja, ich habe Internet und Telefon und ein Handy und so. Ich kapsle mich nicht vollständig ab in so eine 50s-Zeit. Ich bin in ganz vielen Punkten, mag ich das sehr, diesen 50er-Charakter zu leben. Travel the world as fast as I can. I traveled mile by mile and man by man. Oh, come for me, baby. I'll be right out of the door. Ich finde es aber auch gut, da auch raus zu können, stundenweise oder auch tageweise. Es ist eher so, dass sich das vielleicht ergänzt und an manchen Stellen ist vielleicht das Jetzt ein bisschen bunter. Ja, das war die Roomtour für heute mit einem kleinen Ausflug in die 50er und 60er Jahre hier bei mir in Neustadt-Gimmendingen. Und wenn ihr noch mehr ungewöhnliche Wohnungen sehen wollt, dann schaut doch mal hier. Oder abonniert unten den Kanal, dann seid ihr immer up to date, was es Neues gibt. Schaut mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!